Herzlich willkommen, die Folge wird heißen Back to Africa. Und damit ist erst einmal alles gesagt. Wir sind Yvonne und René und es wartet ein Arsch voll Arbeit an unserem Toyota auf uns, der einige Wochen in Sambia warten musste. Es juckt uns in den Fingern, ihm endlich ein echtes Upgrade zu verpassen. Seid gespannt, was alles passiert. Viel Spaß dabei. Wir sind jetzt schon seit einigen Wochen in Deutschland, viel länger als geplant. Wir haben was gearbeitet, Familie und Kinder besucht und aktuell befinden wir uns auch quasi in der Wohnung der Kinder und verbreiten hier das große Packchaos, weil heute Abend geht unser Flieger zurück nach Lusaka. Dort wartet Tembo, unser Toyota Land Cruiser, auf uns. Wenn jetzt manch einer denkt, was haben die eigentlich mitzunehmen? Die haben doch alles in ihrem Auto. Ja, das denke ich auch immer, aber in Summe ist doch eine ganze Menge, was wieder hier zusammengekommen ist. Und dann machen wir mal kurz hier einen kleinen Rundflug und gucken uns mal an, was wir hier so alles einpacken. Hier zum Beispiel die erste große Kiste. Wir haben lange mit uns gekämpft. Wir sind ja leidenschaftliche Wassersportler. Und da unsere Richtung jetzt Ostafrika ist, dort gibt es wunderbare Strände und auch Kitereviere. Eigentlich haben wir gar keinen Platz im Auto dafür, aber haben uns entschieden, trotzdem was mitzunehmen. Da drin ist ein Board, 2 Schirme und restliches Kite-Geraffel, was man sonst noch so dazu braucht, kriegen wir schon noch irgendwo im Auto unter. Das hier ist so ein bisschen meine Kiste, meine Werkzeug- und Materialkiste. Hier ist eine neue Heizung drin. Unsere alte Heizung haben wir ja abgebaut, das habt ihr eventuell schon gesehen. Ne, nicht abgebaut, sondern ausgebaut. Die hat leider nicht mehr richtig ihren Dienst gemacht und Yvonne hat gesagt, sie will, wenn sie eine Heizung im Auto hat, auch eine funktionierende im Auto. Also jetzt gibt es eine funktionierende Heizung. Happy Wife, Happy Life, wisst ihr ja. Und neue Wasserschläuche, wir machen alle Wasserleitungen neu, alle Wasserverbinder. Die Anlage im Auto ist mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen. Deswegen wird einmal jetzt alles ausgetauscht. Neue Wasserhähne gibt es. Ich muss ein paar Dinge umbauen, die sich einfach nicht bewährt haben bis jetzt. Und ja, jetzt haben wir einmal die Möglichkeit, da machen wir es. Es sammelt sich ja leider immer einiges an Zeug an, was ich auch mitnehmen möchte. Sachen, die ich jetzt gerade für meinen Küchenbedarf zum Beispiel nicht da unten bekomme oder irgendwelche Pflegeprodukte, die hier A wesentlich günstiger sind und B auch einfach da unten nicht zu bekommen sind, habe ich jetzt mal alles gesammelt. Ich mache mir immer Listen, was will ich von Deutschland nach Afrika mitnehmen und von Afrika nach Deutschland mitnehmen, damit A das Auto wieder leichter wird, wenn ich von da unten hier hochkomme. Und B, das Auto wieder schwerer wird, wenn ich von hier oben nach da unten nach Afrika komme. Und das ist so ein bisschen mein Zeug. Und da ich ja bei uns ja der Buchhalter bin, führe ich auch Buch. Diese Kiste zum Beispiel wiegt. Ich wiege nämlich immer und beschrifte das schon mal, damit wir einen Überblick haben, weil eine Kiste darf nachher 23 Kilo wiegen. Jetzt könnt ihr wirklich mal lachen. Wir haben so elementare Sachen dabei wie kleine Mülltüten. Wir haben in 3 Ländern da unten keine kleinen Mülltüten für unseren Mülleimer im Bad gefunden. Die sind kompostierbar, die nehme ich jetzt mit. Schokolade. Das ist nämlich so extremst teuer in Afrika. Extremst. Da kostet ein Glas Nutella $12. 12 bis 15 sogar. Ja, und das ist auch was für meine Küche. Da unten gibt es Schmelzkäse, aber der ist geschmacksneutral. Den kann ich eigentlich gerade nicht mit gebrauchen. Schmelzkäse, haltbar, braucht keinen Kühlschrank, alles ist gut. Kiste ist voll. Jetzt machen wir mal einen Kontrollgang. Tipptopp, 21,8 Kilo, ist einwandfrei. 23 darf so eine Kiste wiegen, deswegen die ist schon mal fertig. Wir sind unterwegs, ein bisschen stromgeladen bin ich innerlich, aber wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Es ist Unwetterwarnung, da freue ich mich ja sehr, aber da haben wir ja noch 3 Stunden Zeit, bis der Flieger abgeht. Oftmals Fluch, manchmal auch Segen, sind wir in nur 20 Minuten am Frankfurter Flughafen, von wo aus wir über Addis Abeba nach Lusaka, der Hauptstadt Sambias, fliegen. Sollten wir doch eigentlich alte Hasen beim Fliegen sein, so ist es doch jedes Mal wieder etwas aufregend. Klappt alles, sind alle Papiere eingepackt, kommt alles Gepäck an und geht auch alles gut durch den Zoll. Hier geht es schon wesentlich ruhiger zu. Eben waren wir in einem Ameisenhaufen in unserer Ankunftshalle und ich habe gewonnen. Wir haben geschätzt, wie hoch Addis Abeba liegt. Und ich habe einfach auf der Karte vorher gesehen, dass ja drumherum ganz viele hohe Berge sind. Klugscheißer.
Und jetzt hat er es kontrolliert und ich habe 2,2 geschätzt und ich bin voll richtig. 2355, also es schwankt zwischen 2,2 und 3000. So, jetzt warten wir auf unseren Anschlussflug nach Lusaka. Addis ist der Umsteigeplatz für Kenia und Tansania und es wimmelt nur so von Menschen, die doch sehr nach Safari-Urlauber aussehen. Sind es doch die Länder, die am ehesten für Afrika, Tiere und Strand stehen und wir werden sie mit dem eigenen Fahrzeug erkunden. Tempo, wir kommen. Bis jetzt läuft es ziemlich gut. Wir waren gar nicht so lange am Gepäckband und haben schon 3 der Gepäckstücke. Das ist hier sensationell. Jetzt hoffen wir, dass der Rest auch noch kommt, dass das hier flutscht. Vor allen Dingen unser großes, geheimnisvolles Gepäckstück. Und dass wir noch durch den Zoll kommen. Zoll ist so ein bisschen die Herausforderung, weil wir viele Sachen dabei haben, die man normalerweise nicht so einfach ins Land bringen darf, wie Ersatzteile und dergleichen. Und das muss ich denen jetzt immer sauber erklären, warum und wieso wir das hier reinbringen. Das ging ja extremst unkompliziert. Jetzt habe ich eben noch so getan, als wäre der Zoll hier eine Herausforderung. Das war also gar nichts. René organisiert gerade eine Versicherung. Wir wurden hierher gefahren. Jetzt wird es spannend. Wir nähern uns dem Grundstück und somit unserem Auto. Versicherung haben wir erledigt. Carbon-Tax haben wir erledigt. Jetzt müssen wir nur noch unser Autoheile wiederfinden. Da ist unser Schätzchen. Frisch geputzt. Hi! Home sweet home. Ein bisschen muffig riecht's. Schätzchen läuft gleich wieder. Und was ist es? Ein 4,2 Liter satter Sechszylinder. Ist ein Traum. Ich habe schon wieder was falsch gemacht, der hat mich schon wieder so angeguckt. Seidenweich. Seidenweich habe ich vergessen, Entschuldigung. Und er freut sich schon wieder. Das ist ein bisschen geil. Jetzt geht's erstmal einkaufen. Ich verdurste. Mein Hirn ist schon ganz ausgetrocknet. Ich krieg schon gleich Kopfschmerzen. So, here we are on the road in Africa again. So, fahren wir mal linksseitig wieder. Genau, jetzt müssen wir uns das vor allen Dingen jetzt, wenn man so müde ist. Jetzt haben wir auch noch unseren ersten Großeinkauf gemacht. Ich bin mittlerweile schlagkaputt. Ich glaube, mein Mann ist auch ziemlich am Limit. Aber schaut euch doch mal diese afrikanische Sonne an. Home, sweet home. Ich sehe ein Landy. Hier nur ein kleiner Eindruck unseres Chaos. Wir haben jetzt einfach alles rausgeräumt. René hat immerhin schon mal Strom angeschlossen. Kühlschrank läuft. Bier wird kalt. Strom ist da, Batterien werden jetzt wieder geladen, alles angeschlossen erstmal. Und jetzt müssen wir uns halt Stück für Stück sortieren. Schönen guten Morgen aus Afrika. Wir waren gestern jetzt ungefähr 36 Stunden lang unterwegs, bis wir hier angekommen sind. Waren ziemlich müde. Jetzt haben wir mal eine ganz entspannte Nacht schon mal verbracht. Und heute geht aber direkt das Arbeitsprogramm los. Meine Frau, die ist da hinten noch am Schwätzen mit den Nachbarn. Aber es ist generell sehr, sehr schön, wenn man hier ankommt und auch erstmal wieder andere Reisende trifft. Wird natürlich sofort geschnackt und geklönt. Aber so kriegt man auch wieder so ein bisschen Spirit. Projekt für heute ist eigentlich Wasseranlage. Ich werde die Wasseranlage neu machen und jetzt muss ich nur mal gucken, in welcher Kiste ich das ganze Wassermaterial habe. Ich habe die Packkisten schon alle hier verteilt. Zum Glück gibt es hier so einen kleinen Raum, den Waschraum. Und da stehen schon mal die Kisten. Und in irgendeiner dieser Kiste wird mein Wasserzeug sein. Deswegen schneide ich die jetzt mal auf. Da kommt einer der Schätze. So. Gucken wir mal da. Ich hätte gerne meine Gesichtscreme, die ist da irgendwo drin. Ich glaube, da ist
keine Gesichtscreme. Oh doch, Oh doch, das sieht gut aus. Ich Ein wollte... bisschen Kite-Equipment. Stopp. Ah, guck mal hier, du. Ich wollte nicht diese Kiste, ich wollte die Wasserkiste. Dumm gelaufen. Meine ist schon mal da. Nachdem ich jetzt meine Kiste gekriegt habe, müssen wir mal gucken, ob René jetzt auch noch eine Kiste bekommt. Noch mehr Kite-Sachen. Wahnsinn, kann ich dir nur sagen. Das muss alles ins Auto. Aber guck mal, es sieht schon aus, als wären wir am Meer. Da hängt schon unser Gurt. Ich glaube, wir waren zu Hause etwas übermotiviert. Ich glaube es auch langsam. Ich habe ein bisschen Angst. Aber hier ist die Wasserkiste. Und ein Föhn. Das übliche wilde Chaos bei Ankunft. Wenn nie was aufgeht. Während ich versuche, mich um die Wasseranlage zu kümmern, ist Yvonne hier dabei, hier drin mal das ganze Chaos zu bearbeiten. Und Ich das habe es ist- einfacher. Ich kann einfach verräumen. Dann ist es erstmal fort. Dann mache ich die Schränke zu und wieder gut ist. Und ich muss erstmal zerlegen. Ich fange nämlich hier an im Bad. Ich muss jetzt erstmal das Bad hier zerlegen. Weil hier hinten entlang, da unten in der Rille, da läuft die Wasserleitung lang. Und ich muss die Wasserleitung unter der Duschwanne entlang nach da oben ziehen. Und habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, weil ich da gar nicht dran komme. Deswegen baue ich jetzt hier erstmal alles auseinander und gucke mal, ob ich da irgendwie unten drunter komme, um die Leitung da lang zu schieben. Okay, hier unten geht's weiter. So, Etappensieg Nummer 0,1. Ich glaube, ich sehe da etwas groß Ernüchterndes. Die Wasserleitungen sind hier in Bauschaum quasi eingearbeitet. Und an der Stelle kann ich es vergessen, da eine neue Wasserleitung lang zu ziehen. Das geht auf keinen Fall. Ja. An dieser Stelle müssen wir dieses Unternehmen gedanklich erstmal abbrechen und müssen dann doch die Hauptleitungen beibelassen. Ja, muss ich einfach kurz drüber nachdenken, wie ich damit umgehe. Und während er das macht, unser regelmäßiger Hinweis. Wenn euch die Filme gefallen, auch wenn dieser sehr technisch ist heute, dann lasst uns doch ein Abo da und aktiviert die Klingel, um ja nichts mehr zu verpassen. Lasst uns einen Kommentar und Daumen hoch da, denn dies alles hilft unserem Kanal langsam aber stetig zu wachsen, was uns sehr freut und motiviert, weiter an den Filmen zu arbeiten. Vielen Dank! Heute beginnen wir mal mit der Küche. Jetzt gucken wir uns erstmal die Küche an, wie sie eigentlich aussieht. Das wäre jetzt mal so ein kleiner Vorherblick. Ich bin jetzt aktuell dabei, einmal die Wasseranlage neu zu machen. Es kommt auch ein neuer Wasserhahn hier hin, der nur gefiltertes Wasser hat. Und dabei muss ich aber auch sowieso die Spüle ausbauen. Dann baue ich auch gleich den Herd aus und dann kann ich direkt schon mal die Arbeitsplatte folieren. Test Nummer 1. Ein kleiner Zwischenstandsbericht. Mein Mann war heute Morgen nicht laufen. Er hat sich alternativ Sportprogramme ausgesucht. Das ist aber ganz schön verkrampft hier. Das muss man erst sagen. Oh, ich krieg den Schlauch da unten nicht ab. Jetzt hat nämlich dieser Wasserhahn verloren. Als nächstes müssen wir die Spüle einmal rausholen. Dann können wir gleich einen Herd mit ausbauen. Ich schätze mal, dann sollte ich das Zeug, was hier ist, einfach wegräumen, weil hier ist schon der neue Wasserhahn. Sieht so schwer aus und ich habe mich gerade gewundert, wenn man das hochhebt. Das ist pures Plastik. Ja, das ist ein klassischer Wohnwasserhahn. Hier ein kleiner Zwischenbericht von meiner Front. Ich habe einfach mal die Theorie gehabt oder die Praxis, ich schmeiß einfach mal alles auf den Boden. Ich muss halt an diese Staukiste da hinten dran, aber das sieht schon alles gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist nur, zu zweit in diesem Fahrzeug rumwursteln,
funktioniert halt so gut wie gar nicht. Deswegen habe ich für mich jetzt erstmal einen kurzen Stillstand, weil ich muss halt auch immer wieder ins Bad oder hier unten an die Sachen. Und da er es eh wieder rausräumt, lasse ich es einfach gerade in den Kisten drin. Das habe ich für mich jetzt mal als etwas sinnvollere, sinnvollere Vorgehensweise auserkoren. Und in der Zeit ist mein Mann hier auch schon mal erfolgreich. Ist doch gut. Kann man auch mal direkt hier um den Wasserhahn richtig putzen. Während ich hier einfach noch mehr Chaos verbreite, indem ich alles aus diesem Karton einfach mal dahin schmeiße. Ich will nämlich, dass der Karton wegkommt. Macht mein Mann auch etwas raus. Und zwar hat er jetzt die Spüle schon fertig gemacht. Fertig. Dass die jetzt rauskommt. Die ist reingeklebt, das ist auch das Schlimmste. Ich glaube, die ist reingeklebt. Wir freuen uns ja zwischendrin immer wieder, dass alles so gut haltbar ist in diesem Auto. Das Auto ist wirklich gut gebaut. Wir wissen jetzt warum. Es sind viele Sachen verklebt. Schön ordentlich reingeklebt, so wie sich das gehört. Zum Rausmachen halt eine Katastrophe. Aber ich sage immer, wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Tada! Oh, sieht doch jetzt aber ordentlich aus hier. Guck mal. Tipptopp! Ihr könnt uns gerne bei diesem Tutorial unterstützen. Den Link findet ihr immer in der Videobeschreibung oder auch in unserer Bio. Jeder Cent geht selbstverständlich in unsere Reisen oder alles, was damit zu tun hat. Denn auch das Kameraequipment muss immer mal etwas erweitert oder getauscht werden, damit wir immer weiter bessere Filme schneiden können. Super herzlichen Dank dafür. Herr René hat eben gerade eine tolle Feststellung gemacht. Eigentlich wollte er dieses Zeug hier gerade wegschmeißen. Aber was ist es? Das sind Das Holzspäne. sind einfach Holzspäne. Die benutzen wir eigentlich immer die ganze Zeit im Klo und wir kaufen die in der Regel. Das heißt, Tipptopp! Einwandfrei. Die Frau saugt, wenn man bohrt. Das ist schön. Sehr enge Rahmenbedingungen hier. Ihr könnt gerade einen Blick unter unser Spülbecken in der Küche werfen, wo eine neue Wasserleitung gelegt werden muss, die rein unseren Wasserfilter ansteuert. Ziehen wir erstmal eine neue Leitung. Zu der ganzen Bauaktion muss man sagen, dass sie uns tatsächlich erst in Deutschland in den Sinn kam und René dann anhand der selbst gezeichneten Unterlagen bei Kauf von Tempo die Planung der Materialien tätigen musste. Statt nur Heizung also jetzt alle Wasserleitungen, die Heizung und der komplette Innenraum. Denn die Optik unseres Wohnraumes hat uns nie gefallen und ließ uns nicht wirklich ankommen. Also muss eine Änderung her. Gedacht, gemacht, getan. Jetzt bräuchten wir noch mal 6-jährige Kinder mit den kleinen Händen. Oh. Unter anderem ein Grund, die Wasseranlage neu zu machen, ist auch, dass ich die ganzen Verbinder, da waren die ganzen Kunststoffverbinder drin und die gehen irgendwann, kriegen die so Haarrisse und dann fängt da an, das Wasser auszulaufen. Und die tausche ich jetzt alle gegen Messing aus. Früher habe ich auch schon mal Edelstahl benutzt, aber in Wahrheit ist das in dem Falle, glaube ich, wurscht. Und die Messing, die waren deutlich günstiger. muss ich das verstehen? Warum schneidest du nur so ein kurzes Stück ab? Weil hier der nächste Verbinder sitzt. Ich mache mir gerade so eine Abzapfstelle, so eine Abzweig, einen Mehrfachabzweig. Der kommt nämlich jetzt hier noch drauf. So, haben wir nämlich hier 1, 2, 3 Abgänge schon. Drei potenzielle Stellen für Undichtigkeiten. Herzlichen Glückwunsch, deswegen machen wir es ordentlich. Und vor allem, ich baue das erstmal noch nicht zu. Wir lassen jetzt erstmal ein paar Tage die Wasserleitung laufen und gucken, ob wirklich alles dicht ist. Weil am Anfang kann es sein, dass man die immer noch mal nachziehen muss. Aber wenn die Eimer dicht sind, in der Regel hält das danach. Die Wasserleitungen sind jetzt soweit alle verlegt schon mal, zumindest im hinteren Teil. Jetzt habe ich hier 3 Leitungen. Die eine ist Kaltwasser, Warmwasser, die andere für gefiltertes Wasser, was an diesen Hahn kommt. Jetzt muss ich aber erstmal den Herd noch ausbauen, damit ich danach die komplette Oberfläche hier einmal folieren kann. Das wird danach unser erstes Folientest-Event.
Der kluge Mann geht aber als allererstes mal raus, bevor er den Herd ausbaut, und dreht mal das Gas ab. Da könnt ihr direkt mal hier unser Chaos sehen. Da unten drunter wohnt der Herd. Jetzt muss ich erstmal die Bodenplatte vom Herd unten drunter mal wegschrauben, damit ich den überhaupt abklemmen kann. Riesen Lust habe ich auf all das. Klar wissen wir, dass es selbst gewählt ist, aber ihr kennt das doch sicherlich. Am Anfang denkt man, es wird ja schon nicht so schlimm und dann kommt immer mehr dazu und der Berg der Arbeit wächst. Wichtig vorm Folieren ist natürlich, dass wir alles ordentlich sauber machen. Und jetzt kratze ich hier erstmal das ganze Silikon weg. Das mache ich später wieder drunter dann. Als Vorbereitung fürs Folieren gucke ich halt auch die ganzen Ecken, die waren ja mit Silikon ausgekleidet. Und das habe ich jetzt fein säuberlich hier weggeschnitten, damit ich die Folie auch bis in den Rand bringen kann, sauber, um dann später wieder eine neue Silikonnaht oben drüber ziehen zu können. Ja, da gehen wir jetzt mal hier an die Ecke ran und schneiden das mal vorsichtig hier weg. Hier ist ein bisschen haarig, weil das ja relativ weiches Holz ist, dass man hier nicht das Holz zerschneidet. Es geht nichts über einen guten Arbeitsplatz mit glatten Oberflächen, siehe die vielen Aussparungen im Tisch. Aber was wäre denn ein Arbeitsablauf in Afrika, der wie bei uns daheim ist? Langweilig bestimmt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Jetzt kommt gleich die erste Foliennummer. Ja, noch einmal kurz vorher sauber machen, dass ja kein Staub mehr drauf ist. Ich habe nicht angefasst, aber wegen Staub alleine schon. Bei der Überlegung, unser Auto innen aufzuhübschen, sind wir einige Optionen durchgegangen und haben uns letztendlich für Folieren entschieden. Wir erhoffen uns eine cleanere Optik mit gut abwaschbaren Oberflächen und keine finnische Saunalandschaft mehr. Damit hatten wir uns von Anfang an schwer. Mit Musterstücken in Deutschland an Holzbrettern ausprobiert und letztendlich für eine gewisse Folienstärke und Farbkombination entschieden, die wir dann bestellt und in unserem großen Paket mit ins ferne Afrika gebracht haben. Vorteil dieser Folie ist, dass man sie mehrfach wieder abziehen kann und sie trotzdem noch eine hohe Klebekraft hat, wie man sieht. Ganz einfach für kommende Fehler vorsorgen, denn die werden kommen oder sind schon da. Der mitgebrachte Föhn dient zur besseren Kanten- und Eckenbearbeitung. Und ich kann euch schon mal vorausgreifen, nein, wir sind nicht gesponsert, dazu sind wir bisher zu dämlich. Draußen wird es schon dunkel. So, dann haben wir die Kante bitte. Folientag Nummer 2. Herzlich willkommen. Jetzt machen wir gerade mal den kleinen Oberschrank, der ist jetzt fällig. Ich habe die Tür schon abgeschraubt. Wir haben schon die Folie zurechtgeschnitten. Jetzt müssen wir die Folie nur mal abziehen Und aufs Strafbänkchen verbannt. Ich durfte mich gerade noch nicht bewegen. die Hintergrundfolie haben wir gerade, müssen wir jetzt abziehen und dann fangen wir an, das drauf zu kleben. Da ist natürlich hier wieder alles in diesem beengten Raum mit dem ganzen Chaos. Wir haben nur unser ganzes Gepäck nicht richtig verstauen können. Etwas erschwerte Rahmenbedingungen.
ist am Ende doch ganz schön viel Kleinarbeit. Das ganze Zeug da alles zu zerlegen, alles abzuschrauben, das denkt man am Anfang immer nie. Am Anfang denkt man, ach, das ist ja relativ wenig. Und dann kommt über das eine zur anderen. Hier der Schalter zur Lampe, weil der Schalter an der Lampe mal kaputt war. Und alles kannst du hier einzeln abschrauben. In welche Richtung willst du es haben? In die Richtung. Also hier lassen wir 30 cm So was? stehen. So. Wir lassen jetzt überall, versuchen wir so 1-2 cm über die Ränder drüber zu gehen, damit wir nachher Platz haben, quasi das auch sauber zu schneiden, dass die Folie nachher wirklich komplett bis in die Ecke geht. Ich greife mir hier oben auch so ein Fingerbreit so rum. Ist ein bisschen schwieriger, weil wir diese Leerflächen haben. Dadurch verzieht sich die Folie halt relativ leicht. Und wir gucken, dass wir es hier faltenfrei Wo ist denn mein? kriegen. Das sehe ich hier gerade noch nicht. Ich habe hier zu viel. Wenige Föhn noch nicht. Nein, ich will ja noch nicht föhnen, ich will dir nur bereit haben. Jetzt kriege ich einen Föhn. Hier oben raus. Oh, guck wie sauber. Das zieht sich hier die Holzstruktur ab. Das heißt, die Folie klebt sehr gut. Scheiße hier. Hat er nicht gesagt. Ist gerade etwas unangenehm gewesen, hier eine Stelle. Ja, jetzt haben wir hier natürlich die Strukturen drunter. Beide blöd. Aber das nehmen wir jetzt mal so hin. Jetzt nehmen wir mal den Freund Föhn. mit dem man die Konturen besser bearbeiten kann. Wir haben den Untergrund vor dem Bekleben erst mit Spülwasser und dann mit Bremsenreiniger entfettet, da wir nichts anderes hatten. Sicherlich besser ist Silikonentfetter zu nutzen, aber wir sind nie 100%ig gut vorbereitet, immer eher so um die 80. Und bei unserem ersten Schrank hier haben wir auch noch die Folie falsch angesetzt, dies aber sehr spät gemerkt und dann mit den Folgen eben gelebt. Wir mussten am Unterboden dann etwas mehr ziehen. Kämpft um jeden Millimeter. Ja, komm her, was geht? Das ist ganz geil. Die nächste Phase wird eingeläutet. Jetzt muss ich euch gerade mal wieder an meinen Gedanken teilhaben lassen. Also Spüle, wunderbar, die kommt nachher hier wieder rein. Das sieht ja alles schon mal ganz gut aus. Den Wasserhahn, der kommt hier oben rein. Die theoretische Montage ist noch gar nicht das Problem. Mein Problem ist, ich muss das mit Silikon abdichten. Ich habe weißes Silikon und aus Erfahrung weiß ich natürlich, wenn ich das jetzt drunter habe, das quatscht hier auf jeden Fall raus. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass ich mir nachher hier alles versau. Ich werde es jetzt versuchen, sauber abzukleben rundherum, haargenau, um dann das Silikon da wieder wegwischen zu können. Das funktioniert. Leider weißes mitgebracht hat. Kein schwarzes und kein durchsichtiges. Manchmal verstehe ich den Mann nicht. Der denkt so viel mit. Da hat der Mann nicht mitgedacht. Innerlich ärgert er sich auch ziemlich, ist aber dann auch pragmatisch genug, damit zu leben und das Beste draus zu machen und eben noch akribischer abzukleben. Der Mann legt die Waffen an. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen Angst gerade, dass ich das jetzt hier versaue. Aber die Mutigen werden die Gewinner sein, habe ich beschlossen. Und jetzt kommt der spannende Moment.
mit drin. Neue Methode. Ich habe ja das Kreppband etwas unterhalb die Kante hier mit drunter gezogen, sodass ich dann quasi das einfach mit rausziehen kann, ohne dass was übrig bleibt. Das hat hier drüben eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe mich nur gefragt, warum nimmt er dafür nicht einen Akkuschrauber? Weil das so Kunststoffdinger sind und ich das lieber mit ein bisschen mehr Gefühl mache, als dass sie mir danach durchdrehen, abreißen, und dann sind die Schrauben, die Köpfe schon relativ rund. Und da ist die Gefahr, wenn man einmal mit dem Akkuschrauber abrutscht, dass die Dinger dann ganz rund sind und dann geht gar nicht mehr. Deswegen mit der Hand. Welch ein ereignisreicher und erfolgreicher erster Tag. Wasseranlage angefangen, erste Folierung in der Küche vollbracht und sogar wieder mit dem Einbau mancher Teile begonnen. Wir sind sehr zufrieden und schauen positiv auf die nächsten Tage, denn wir sind gerade mal am absoluten Anfang, auch wenn die erste Silikonfuge schon wieder gezogen wird. Du hast jetzt da in dem Becher Spüli. mit Wasser. Mit ein bisschen Wasser. Weil Da kann man das Silikon schön glatt mitziehen. Ziehen wir das direkt hier wieder ab. gucken wir mal nach dem Küchenstudio. Sehr ordentlich. Jetzt kommt noch der neue Wasserhahn hier rein. Schwuppdiwupp. Nee, was ist denn das jetzt? Ich krieg die Krise. Der hat einen größeren Durchmesser als der vorherige. Kannst du das bohren? Ich habe ja so einen Stufenbohrer, aber ich glaube, der ist nicht groß genug. So, was haben wir hier? 35. Jetzt kann ich nur hoffen, dass mein Stufenbohrer, den ich habe, dass der so groß ist. Ich glaube zu denken, dass er da hinten in der Ecke wohnt. Da hat er früher gewohnt. Ach, guck mal hier. Ein Mann, ein Wort, und der macht bis 10, was steht denn da 10? Nee, 10 ist das Bohrfutter hier oben. Hier steht was von 40,5. Tatsächlich, meine Damen und Herren, damit bin ich der Gewinner. Das ist wie so ein Weihnachtsbaum. Ich fühle mich doch gerade wie Weihnachten. Als hätte er das bei der Aufnahme gewusst. Bald ist Weihnachten und daher machen wir für heute einen Schnitt und zeigen euch in der nächsten Woche, wie es spannend weitergeht, wenn Tembo ein neues Interieur erhält. Wir danken euch für euer Interesse und wünschen euch eine tolle Woche, schöne Weihnachten und ganz viel Gesundheit, Glück und Liebe. Vertragt euch und habt einfach eine gute Zeit. Bis nächsten Sonntag sagen wir Tschüss und Bye-bye. Merry Christmas!